Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Programmierung in C. So, heute geht es um den Gültigkeitsbereich von Variablen und ja, wir hatten schon ein bisschen was gesehen, nämlich dass ein a hier nicht unbedingt ein a hier sein muss. Und darum wird es heute ein bisschen mehr gehen. Ich denke, das fand der ein oder andere von euch oder die ein oder andere von euch sehr verwirrend und das macht gar nichts, das ist völlig normal, hat mich am Anfang auch sehr kaputt gekriegt, aber man gewöhnt sich dran. Und es gibt sogenannte globale und lokale Variablen. Das ist das Erste, was ich mit euch machen möchte. Wir hatten bisher eigentlich immer nur lokale Variablen. Zum Beispiel hier diesen int a und int b. Wenn ich hier unten, ich versuche es gerade einfach mal, ich sage hier einfach mal das hier. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel mein a zurückgeben möchte, dann ist es nicht mehr verfügbar. Wir haben es letztes Mal gesehen, das gibt mir einen Fehler, weil a nicht definiert ist. Das ist deswegen so, weil wir das a innerhalb unserer Main-Funktion definiert haben oder deklariert haben auch. Und das a gilt also von dem Bereich oder von dem Punkt, wo wir es definiert haben, hier oben, wo int a steht, bis hier runter, wo wir zum Return kommen. Dann ist die Funktion zu Ende. So, das heißt, das a gilt von da bis da. Das b gilt von hier bis hier. Wenn ich hier oben irgendwie schreiben würde, ich möchte gerne b ausgeben, zum Beispiel printf Prozent d backslash n und Komma b. Ja genau, b. Dann bekommen wir auch wieder einen Fehler. Jetzt mache ich das hier sogar mal raus. Ich gebe hier einfach x zurück. Dann bekommen wir einen Fehler, denn b ist nicht definiert hier oben. Das fängt erst ab hier unten an zu gelten und gilt dann bis zum Ende der Funktion. Das heißt, wenn ich hier jetzt ein b ausgeben würde, dann würde es auch nicht funktionieren. Aber wenn ich hier unten, direkt unten drunter, unterhalb von dem b, printf b mache, dann ist es natürlich alles kein Problem. Dann wird mir einfach b ausgegeben. Genau, so sieht es dann aus. Okay, das Ganze geht jetzt allerdings noch ein Schrittchen weiter. Und zwar können wir hier oben sagen, wir wollen ein int a zum Beispiel, nee, ich nenne ihn erstmal anders, abc haben. Und der ist 5. Fertig. Okay, mein int abc ist jetzt 5 und der steht hier oben. Bis wo gilt denn der jetzt? Naja, der gilt überall. Der gilt in meiner Main und der gilt in der Hardcore-Berechnung. Ich kann jetzt hier einfach sagen, ich möchte gerne abc zurückgeben und es wird alles perfekt funktionieren. Wie ihr seht, kommt hier einfach dann Main 5 zurück. Das heißt, das Ergebnis von meiner Hardcore-Berechnung ist 5, was ABC ist und dieses ABC steht hier oben. Ja, so funktioniert das Ganze. Das heißt, dieses ABC, das kann ich natürlich hier auch innen drin ausgeben. Ich kann hier auch einfach sagen, ich würde hier gerne ABC in meinem printf ausgeben. Dieses ABC ist einfach überall gültig und sowas nennt sich dann globale Variable, weil es überall ist, also global irgendwie auf der ganzen Welt. Okay, ja, wenn ihr jetzt natürlich hier dieses ABC zurückgibt, dann ist es kein Problem. Aber was passiert denn jetzt, wenn dieses Ding hier a heißt? Jetzt wird es witzig. Jetzt haben wir hier ein a und wir haben hier auch noch ein a. Schauen wir uns mal an, was passiert, wenn dieses Print oben drüber steht. Wir wissen ja, wenn es oben drüber steht, dann ist dieses a hier unten, dieses int a gleich 42 ist noch gar nicht da. Mal gucken, was hier passiert. Okay, ABC ist nicht definiert. Ja, das ist mir fast klar. Aber einen Fehler sollte das so nicht geben. Gut, ich gebe hier also 5 aus. Naja, 5 ist aber dieses a hier gewesen, also ich habe hier 5 ausgegeben. Und diese 5 waren von dem a hier oben, also von meinem globalen a. Jetzt schieben wir das Ganze mal unter die Definition von meinem a hier und schauen, was passiert jetzt hier. Und jetzt wird es witzig, jetzt sehen wir, dass 42 ausgegeben wird. Das heißt, lokale Variablen sind irgendwie stärker als globale Variablen. Die haben irgendwie den längeren oder sowas, keine Ahnung. Das Ding ist folgendes. Wir haben die hier als letztes definiert, also ist die mächtigere Variable und überschattet, so nennt sich das Ganze dann, die überschattet die andere Variable, die früher definiert wurde. Das kann ich hier drin auch nochmal machen, indem ich einfach sage, ich kopiere mir das Ganze und ich definiere mir hier jetzt noch ein a und sage, das a hier ist 500. So, und jetzt gebe ich mir mal mein a aus. Jetzt habe ich 3 verschiedene a's
Achtung, die erste Ausgabe wird jetzt hier die hier sein. Das A hier oben, also normalerweise das, was wir erwarten würden, ist 42 und das A hier unten, mal gucken, was dabei rauskommt. So, und jetzt hier kriegen wir eine Fehlermeldung, weil wir hier A redefiniert haben. Das ist aber auch der einzige Punkt, das heißt, hier sagt euch euer Compiler, wir wollen jetzt hier bitte nicht noch ein A haben, sonst haben wir absolut keinen Plan mehr. Aber das passiert bei globalen Variablen nicht. Also ihr kriegt hier unten diese Fehlermeldung und ja, so sieht es dann aus. Aber die Fehlermeldung bekommt ihr nicht, wenn ihr ein globales A überschattet. Also irgendeine globale Variable. Es kommt dabei nur auf den Namen drauf an. Also wenn ich hier jetzt ein B mache, dann wird die halt von hier unten der verschattet. Aber wenn ich ein C draus mache, dann kann ich immer noch super drauf zugreifen. Okay. Gut, das ist eigentlich auch schon alles, was ihr dazu gerade mal wissen müsst. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn es ein ziemlich hartes Thema heute war. Und ihr habt einigermaßen durchgeblickt, was mit den Variablen da gerade passiert ist. Ansonsten würde ich euch empfehlen, probiert es einfach mal ein bisschen aus und schaut das Video einfach nochmal an, dann versteht ihr es wahrscheinlich. Alles klar, dann viel Spaß dabei und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.